Hallo, mein Name ist Cecil Baumann. Ich bin die Moderatorin und Gründerin von Ganz in Bewegung. Ich bin Expertin für Bewegung und Alexandertechnik. Mein Unternehmen richtet sich an ganzheitlich denkende Menschen, die ihre Mind-Body-Connection verbessern wollen. Wir melden uns live aus Zürich. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Gespräch. Ich freue mich sehr, Stefanie Genoux hier zu haben, eine Pilates-Expertin, Co-Leiterin der Schule für Bewegung Zürich und leidenschaftliche Tanz- und Bewegungspädagogin. Aber bevor ich unseren Gast vorstelle, möchte ich euch erklären, was ich unter Mind-Body Connection verstehe. Das von uns entwickelte Ganz-in-Bewegungssystem umfasst 7 grundlegende Komponenten des Menschseins. Das beinhaltet deine Bewegungen, deinen Körper, dein Umfeld, deine Erfahrungen, deine Emotionen, dein Denken und alles ist mit dem Atem verbunden und auch untereinander vernetzt. Ich freue mich, euch heute Stefanie Genoux vorzustellen. Stefanie hat ihre berufliche Laufbahn ursprünglich als Hotelfachfrau begonnen. Aber ihre Leidenschaft für den Tanz und die Bewegung hat sie schließlich dazu geführt, ihre Karriere in diesem Bereich zu gestalten. Seit ihrer Kindheit ist Tanz ein fester Bestandteil ihres Lebens, von Ballett über Jazztanz bis hin zu Modern Dance. Diese tief verwurzelte Verbindung zum Tanz hat nicht nur ihr persönliches Leben bereichert, sondern auch den Grundstein für ihre heutige Arbeit gelegt. Sie hat in dieser Zeit eine Vielzahl an Ausbildungen absolviert, darunter die Tanzpädagogik im Kladeck-System, Kursleiterin Everdance, Pilates- und Rückentrainerin und zusätzlich die Grundausbildung als Pilates Care Reha Trainerin. Als Expertin in Körper- und Bewegungslehre bietet Stefanie diverse Kurse an und Einzelcoachings. Ihr Ansatz fördert nicht nur die körperliche Fitness, sondern auch das emotionale Wohlbefinden ihrer Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Mit Everdance schafft sie eine inspirierende Atmosphäre, in der jeder seine individuelle Bewegungsfreude entdecken kann. Lasst uns gemeinsam mehr darüber erfahren, wie Stefanie Menschen jeden Alters ermutigt, eine tiefere Verbindung zu ihrem Körper und ihrer Kreativität herzustellen. Hallo Stefanie, vielen Dank, dass Hallo, du heute hier bist. hallo Cecil, danke für deine Einladung. Es hat mich sehr gefreut. Was hat dich dazu motiviert, deine Karriere im Bereich Tanz und Bewegung zu machen oder zu wählen? Außer der Leidenschaft für Bewegung natürlich. Ja, eben wie du es gesagt hast in deinem Intro, seit meiner Kindheit war Tanz und Bewegung meine Leidenschaft und angefangen hat es, wie du es schon gesagt hast, mit Ballett und Jazztanz und modern kam es viel später. Die zwei Tanzarten haben mir eine solide Grundlage für die Bewegung in ganz allgemeinen betrachtet gegeben und ich war immer Polysportler. Ich sammelte Erfahrungen in verschiedenen Sportarten wie Wandern, Skifahren, Klettern, Velofahren und sogar Qigong habe ich lange Jahre gemacht. Und ja, das aber alles in einem Rahmen, die ich so bezeichnen würde als nicht wettkampforientiert. Das hat mir das nie wirklich gezogen. Ja, ich war immer so immer auf hobbymäßig unterwegs, nie professionell oder so. Ja. Und mit 38 Jahren verspürte ich, ich habe das Bedürfnis, mich beruflich zu verändern. Und ich beschloss, meine Leidenschaft als Beruf zu machen. Ich wollte Menschen bewegen, sei es körperlich oder mental, emotional, wollte ich sie bewegen. Und ich suchte eine fundierte Ausbildung. Ich beschloss meine Ausbildung an der Schule für Bewegung Zürich im Jahr 2013. Ja, das Ja. ist das, was mich dazu bewegt hat. Und wie hat sich deine Beziehung zum Tanz im Laufe der Jahre verändert? Seit du als Kind angefangen hast und Ja, jetzt Pilateslehrerin, ich meine, das ist ja, das ist eine sehr gute Frage, weil früher war Tanzen für mich ein körperlicher Ausdruck, ja, seit immer sicher. Aber was es auch war, es war
Ja, es hatte etwas mit Ästhetik zu tun. Mhm. Ich wollte eine Ballerina werden mit wunderschönen Beinen und ich wollte auf diesen Spitzen drehen und mich herumbewegen. Also ich fand das wunderschön. Und heutzutage sehe ich das Tanzen als ganzheitlich, würde ich mal sagen. Also es ist eine Möglichkeit, meinen Körper bewusst wahrzunehmen und gesund zu bewegen. Ich verlange, glaube ich, nach so vielen Jahren viel weniger von meinem Körper, sondern erlebe ich mehr, was kommt. Was die Musik in meinem Körper auslöst, kommt es auch zum Ausdruck. Angenommen, habe ich eine Schrittkombination, die mir gegeben ist, dann kann ich diese Schrittkombination viel besser selbst interpretieren mit meinem eigenen. Und ich merkte, ja, einerseits ist sicher Tanz eine Kunstform und bleibt eine Kunstform, aber es ist auch ein Werkzeug ähm, für Wohlbefinden und um die Musikalität zu erleben. Ja, das ist die Entwicklung, die ich gemacht habe, dank auch den verschiedenen Methoden, die ich kennenlernen dürfte. Ja, also die Körperwahrnehmung, oder? Die hat sich so stark entwickelt, verbessert. Du kannst jeden Muskel wirklich ansteuern. Das ist phänomenal. Das durfte ich ja gestern im Pilates erleben. Das ist wunderbar, oder? Wie du das so ansteuern kannst und erklären kannst und auch dann im Tanz spezifisch schauen kannst, welcher Körperteil muss jetzt aktiviert werden. Das passiert bei dir automatisch. Du denkst wahrscheinlich gar nicht daran, aber der Körper kann das mittlerweile ganz natürlich ansteuern und weil das so trainiert ist. Das ist wunderschön anzusehen und zu Danke. bewundern. Also wirklich hohe Schule. Ja, das ist auch die langjährige Erfahrungen, die du Mhm. sammeln kannst und selber immer auch mit dem Körper erfahren, was du lernst. Das Wissen reicht nicht. Die Bewegung macht aus, dass du dreidimensional auch denken kannst und dich besser vorstellen kannst, was in deinem Körper geht. Mhm. Mhm. Sehr wahr. Welche Mhm. Herausforderungen hast du bei der Gründung deiner eigenen Kurse und Programme erlebt und wie hast du diese gemeistert? Also es ist so, ich betrachte mich ganz im Allgemeinen als privilegierte, selbstständige Bewegungspädagogin, da ich gerade nach der Ausbildung Vielzahl von Anfragen bekam. Und von dem her musste ich nicht das Ganze, ähm, also den ganzen Aufbau von Kundschaft erleben. Es kam einfach ganz selbstverständlich. Dennoch spüre ich immer noch nach so vielen Jahren, dass wenn ich neue Gruppe übernehme oder einen Workshop organisiere, ja, ich spüre immer noch eine gewisse Nervosität. Und mit dem habe ich immer noch heute zu kämpfen. Diese Nervosität kommt sehr wahrscheinlich einerseits vor Perfektionismus, die ich in mir habe. Und andererseits, ja, werde ich es schaffen oder äh, wird es mir gelingen, die Erwartungen zu erfüllen? Also ich setze mich selbst unter Druck. Das ist da die erste Herausforderung, Entschuldigung, die ich immer noch habe. Und die weitere Herausforderung war, das richtige Gleichgewicht zwischen den Bedürfnissen meiner Familien und dem Erfolg meines Unternehmens zu finden. Mhm. Heutzutage geht das besser, weil meine Kinder bereits erwachsen sind und ausgezogen sind. Allerdings, ich lebe immer noch mit meinem Mann und er will seine Frau an seiner Seite haben und auch immer noch, ja, gibt es hin und da Situationen, die ich immer noch ein bisschen so, ja, unter Kontrolle behalten soll.
Ja, Mhm. genau. Ja, und ich meine, das Everdance ist ein sehr innovatives Konzept. Mhm. Ähm, und das machst du ja auch noch. Also du hast verschiedene Ja, Punkte, oder? Ich weiß immer, ja. je mehr man anbietet, je Mhm. mehr Tools und Dinge muss man auch aufbauen zuerst, oder? Also es ist wirklich bewundernswert, was du alles bietest. Also was sind die Hauptmerkmale dieses Programms und was unterscheidet es von anderen Tanzkursen? Hauptmerkmal, würde ich mal sagen, ist sicher an diesem Konzept, dass wir keinen Partner oder keine Partnerin braucht. Hm. So dieses Konzept wurde von Monika Bühlmann in Zusammenarbeit mit Prosenektute des Kantons Zürich entwickelt. Und ja, es basiert auf, dem Erlernen von Part-Tanzschritten in Kombination mit zusätzlichen Bewegungselementen. Und diese Struktur verbessert in meiner Meinung das Selbstvertrauen der Teilnehmer, Teilnehmerinnen. Und das macht natürlich nicht unterschiedlich zu den anderen Tanzhafen, aber für ältere Leute denke ich, das ist innovativ gewesen. Und wenn du denkst, es ist schon nicht Neues, also man spricht immer mehr darüber, aber es besteht seit mehr, ja, 15 Jahren jetzt. Also ganz neu ist das Konzept nicht wirklich. Und was ich aber sagen kann, was ganz anders ist zu anderen Tanzarten, ist die Atmosphäre in Evidence. Dadurch, dass es keinen Leistungsdruck gibt, können die Teilnehmerinnen, Teilnehmer gibt es auch, aber ein bisschen weniger, sich frei fühlen und wirklich erleben, wie sie sich bewegen können. Also Evidence ist ein Raum, in dem man sich wirklich ähm, mit Spaß gemeinsam bewegen kann, aber auch sich ein bisschen herausfinden kann. Wie kann ich mich überhaupt bewegen? Und was du auch noch oft von ihnen hörst, und das ist das, was ich sonst nirgends gehört habe bis jetzt, ist, dass sie aus gesundheitlichen Gründen ins Evidence kommen. Sie realisieren, dass sie eine Prävention auf Stürzen haben und eine Vorbeugung für Demenz haben. Das realisieren sie. Und auch wenn sie freiwillig kommen und viel Spaß daran haben, viele von ihnen kommen aus also gesundheitlichen Gründen. Mhm. Genau. Ja. Ja, ich glaube gerade ab 60, oder, wo man nicht mehr ganz so gerne vielleicht im Modern Dance geht man viel zum Boden, oder? Also das Mhm. ist natürlich etwas, das Mhm. je älter man wird, je mehr fällt das vielleicht schwerer oder hat man schon das eine oder andere falsche Hüftgelenk oder ich weiß auch nicht was. Und dann hat man vielleicht Bedenken da, sich am Boden herumzurollen und wieder hoch Mhm. und runter und so, was halt viel im modernen Tanz ist. Oder auch Genau. andere Tanzstile, Stile, die wirklich viel fordern vom Körper, oder? Und wenn man da ja, wie soll man sagen, nicht mehr ganz so sich das zutraut, dann ist Mhm. natürlich so etwas viel besser abgestimmt, weil es ist ja Ü60, das Konzept. Ja. Und das finde ich schon noch schön, weil man weiß, da wird nichts verlangt, was in diesem Alter nicht machbar ist. Das gibt schon eine gewisse Genau. Grundsicherheit. Als da einfach in Ja. eine Open Class, wo von jung bis alt alle sind, finde ich schon noch eine ziemlich mutige Angelegenheit. Wenn man vorher immer getanzt hat, okay, dann ist Mhm. super, aber sonst Mhm. ist. Genau, und also ich denke, das Konzept erlaubt auch ein bisschen auf jede Bedürfnisse eingehen zu können. Ne? Aber je Mhm. nach Gruppe, es gibt Gruppen, die sind besser, Gruppen, die weniger gut sind ja, vom Grund, ähm, ja, was dir gegeben worden ist von der Natur her. Und andere sind wegen, wie du gesagt hast, operative Angriffe gesperrt. Aber auch da, wenn du
ein bisschen schaust, dass du deine Schrittkombination ganz langsam aufbaust und dir überlegst, ja, ich habe jemanden mit Knieoperation, wie kann ich anstatt Verdrehungen Schritte einbauen, dass es gelenkschonend wird. Wenn du dir das Mhm. ein bisschen überlegst, dann kannst du sehr schöne Sachen zusammenstellen und wunderschöne Choreografie, die an den Bedürfnissen angepasst sind, aufbauen. Ja, Mhm. das Ja, macht auch ich unglaublich viel Spaß. Ja, das Ja, hört sich schön ja. an, wirklich. Und ich meine, mit deiner Expertise als Bewegungspädagogin, ich meine, das ist das Nonplusultra, was diese Leute bekommen, weil du wirklich weißt, wie der Körper funktioniert. Und dann noch mit Mhm. dem Pilates in Kombination. Also ich meine, das ist wirklich, was die bekommen. Ich hoffe, die wissen das zu schätzen. Aber da bin ich sicher. Und also, wieso hast du dich eigentlich für Everdance entschieden? Also, was hat dich Es war begeistert? Also, Begeisterung kam erst, als ich einen Evidence-Kurs übernahm. Also durch Zufall wurde ich gebeten, einen Kurs zu übernehmen und du darfst Evidence nicht ohne Ausbildung unterrichten. So meldete ich mich für Monis Ausbildung an. Und ja, wenn du also erstens mit älteren Leuten arbeitest, irgendwie, es gibt diese Dankbarkeit, die du nicht immer zurückbekommst als Leiterin. Und mit älteren Leuten muss ich sagen, diese Dankbarkeit ist sehr groß. Aber fasziniert hat mir die Tatsache, dass diese Methode das Nützliche mit dem Angenehmen kombiniert. Mhm. Also sie machen etwas für ihre Gesundheit, aber sie haben auch unwahrscheinlich viel Spaß daran. Und Studien zeigten natürlich, dass das Tanzen die Wahrscheinlichkeit, an Demenz zu erkranken, um 76% senkt. Und das finde ich absolut faszinierend. Mhm. Der Weg natürlich, das zu erreichen, ist es, dass du, also ja, die Bedienung ist, dass du immer wieder neue Schrittkombinationen erlernst. Du kannst nicht ein ganzes Jahr immer die gleichen Schritte ausführen und denken, ja, ja, ich senke meine Demenzerkrankung. Nein, nein, da braucht etwas mehr natürlich. Aber die Studien zeigen, dass Tänzer durch diese Abwechslung Mhm. der Nervewachstumfaktor ansteigen und das macht, dass die Langzeitgedächtnis steigt. Das ist das, was das Gehirn fordert. Ja. Und Ja. eine weitere Faszination, wo ich habe, und das kommt eher von Trainingslehrer, war, was Trainingslehre im Tanzen, doch, Trainingslehre im Tanzen, der Motorik beinhaltet eine Reihe von, wie kann ich das benennen, Dispositionen, die nennen wir die koordinativen Fähigkeiten. Und koordinative Fähigkeiten, das sind zum Beispiel Reaktionsfähigkeiten, Rhythmisierungsfähigkeiten, Gleichgewichtsfähigkeiten. Denk, Cecil, an das Tanzen. Mhm. Orientierungsfähigkeiten. Also das sind alle Fähigkeiten, die in der Motorik ähm, zu finden sind und durch das Tanzen geschult werden. Und das Mhm. finde ich fantastisch. Mhm. Ja, Und ich genau. denke, ein toller Nebeneffekt ist auch die Vereinsamung, die da gestoppt wird oder werden kann, wenn man wirklich regelmäßig in diese Stunde kommt. Dann findet Genau. man gut Kontakt und kann zusammen noch Kaffee trinken gehen oder mal Mittagessen Ja, oder sich austauschen. ja, Die Vereinsamung ist wirklich, denke ich, auch ein Problem im Alter, oder? Dass man ja. ein Ja, bisschen also seine Kollegen verliert, oder? Ja, halt wegen dem. ja, also ich gehe noch ein bisschen weiter wie nur Vereinsamung ist die Berührung, weil wir Mhm. machen auch immer wieder so Tanz.
oder Tanzchoreografie, in welchen wir uns berühren dürfen. Hand oder Schultern, Arm in Arm. Natürlich wird es keine Massage sein, ne? Da sind wir einig, aber die Berührung, das ist Mhm. auch sehr wichtig in dieser Alterskategorie. Obwohl ich merke, dass Jahr zu Jahr immer mehr Frauen und Männer kommen, die immer noch Partner zu Hause haben, aber sie sind aus irgendeinem Grund nicht mehr fähig zu tanzen oder haben kein Interesse und kommen einfach alleine. Mhm. Ist auch schön, oder? Also, dass Ja, man nicht sicher. angewiesen ist, dass man zu zweit kommen muss. Das ist ein super Ja, Vorteil. Mhm. genau. Wie kann Richtig, man ja. wie kann man sich so eine Everdance Stunde vorstellen, wenn das noch nie jemand noch nie gewesen ist? Also, wie geht man da so vor? Man trifft sich, macht einen Kreis? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ja, das könnte schon sein, je nachdem, wie du deine Stunde aufgebaut hast. Ja, also da Kann bist du schon ziemlich sein. frei. Du bist frei oder gibt es da klare Nein, Strukturen? es gibt klare Strukturen. Es weicht nicht sehr viel von unserem Beruf aus. Also das, was wir in Bewegungspädagogik gelernt haben, finden wir in Evidence wieder. Und zwar, du steigst mit einem kleinen Aufwärmtanz. Der Tanz ist als Ankommen angesehen. Also wir kommen im Raum zusammen und fühlen uns zusammen im Raum. Nachher tust du deine Gelenke mobilisieren. Und am Schluss des Beginns machst du noch einen kleinen Kreislauftanz, damit der Körper parat ist, um die Grundschritte aus dem Paartanzrepertoire zu üben. Also Paartanzrepertoire beinhaltet Cha-Cha-Cha, Rumba, Walzer, Salsa, also es beinhaltet noch einiges mehr und die werden alle mit diesen Teilnehmerinnen gelernt. Dann dazu nachher, wenn du siehst, sie beherrschen den Grundschritt, kannst du Schritt für Schritt einfache bis komplexere Kombinationen, also Schrittkombinationen dazu beifügen. Und Woche zu Woche äh, merkst du, wie die Teilnehmerinnen die Schritte immer besser beherrschen. Und das gibt ihnen natürlich, wie vorher gesagt, das Wohlbefinden, ich kann noch was halten und behalten und das ist ganz schön zu beobachten. Am Schluss der Lektion natürlich gibt es eine kleine Dehnung, Atmungssequenz zum sich wieder verabschieden und das natürlich in Begleitung schönen Musikstücken. Die Musik ist ja so wichtig, nicht? Ja, das ist das. Ja, also in Pilates brauche ich natürlich auch immer wieder Musik, aber das ist nicht die gleiche Art von Musik. Ne? Mhm, Das ist, mhm. ja, natürlich, du kannst keine Cha-Cha-Cha während einer Pilates-Stunde laufen lassen. Mhm. Mhm, da sind wir Mhm. gleich beim Thema. Du bist ja Pilates-Trainerin, Expertin und sehr gut ausgebildet, bildest auch selber aus, oder? Also Mhm. ja, in der Schule für Bewegung, klar. Und was sind Missverständnisse über Pilates, die du gerne aufklären würdest? Mhm. Also, ich höre immer wieder, ja, Pilates, Atmung, Bauch, Kräftigung, Beckenbodentraining und das ist nicht wirklich nur das. Pilates ist ein Ganzkörpertraining, das viel Körperbeherrschung verlangt, viel mehr als man denkt. Die Übungen werden sehr langsam ausgeführt, genau deshalb, weil wir mehr Kräftigung erreichen möchten. Und ja, also in jeder Übungen gibt es entweder eine Kräftigung oder eine Dehnung oder vielleicht nicht gerade eine Dehnung, aber eine Verlängerung der Muskulatur. Und aber es ist auch sehr, sehr speziell im Pilates. Es tut dein Körperbewusstsein schulen und du kannst einiges auch in deinen Alltag reinnehmen oder sogar in dem Sport, äh,
den du sonst betreibst, kannst du viele Grundlagen der Methode mitnehmen. Wir passen uns an die Bedürfnisse oder besser gesagt an die individuelle Möglichkeit unserer Kundschaft. Und das ist für jede Gruppe möglich. Weil du baust so eine Lektion auf, dass du ganz am Anfang kleine und einfache Bewegungen zeigst und du baust auf diese Bewegungen immer wieder weiter. Und jeder Kunde kann sagen, ich halte da, ich übe bis da und die anderen können weitersteigen. Das ist also eine wunderbare Situation oder eine wunderbare Methode, wo aber für uns doch sehr fordernd ist, für uns als Bewegungspädagogen, weil du solltest schon dich etwas überlegen. Ja, Ja, ja. Aber das ja. ist super, eigentlich super, wenn ich so drüber nachdenke, für eine diverse Gruppe mit Anfänger, mittel, fortgeschrittenen Mhm. Leuten und alle können profitieren. Ich meine, das ist extrem schwierig beim Tanz. Wenn man es so Ja, einfach macht, dann sind die Fortgeschrittenen unterfordert und umgekehrt ja, dasselbe, Überforderung bei genau, den, ja, es ist wirklich eine genau. super Methode und Mhm. natürlich auch das Eins-zu-eins. Ich finde das auch toll. Das ist wunderbar, ja. Mhm. Ja, kannst wirklich, dich am Rhythmus deines Kunden anpassen. Ja, ja. Mhm. Ja, und auch Stressbewältigung. Ich meine, du machst immer, oder machst du das immer oder war das nur gestern so mit dieser Entspannungsübung am Schluss kurz so in eine Entspannung zurückfinden, so mit dem Atem? Oder ist das deine Spezialität oder gehört das allgemein zu Pilates? Das gehört allgemein zu Pilates. Normalerweise, ich sage es mal, dass du es immer weniger triffst, weil, ja, vielleicht kenne ich auch nicht wirklich den Grund, wieso. Aber ich denke, weil die Leute einfach, hm, ja, schwitzen möchten. Aha, okay, okay. Die wollen Ja, einfach durchpowern, eine ja, Stunde. genau, genau. Auch wenn sie ins Pilates gehen. Ja, Nein, aber Pilates ist eigentlich das Anti-Stress-Training per sich. eben. Ja, Darum ja. geht es mir. Und Super. die Bewegungen, Atmungübungen können sowohl am Anfang, in der Mitte, so auch am Schluss integriert werden. Ja, Mhm. das meistens machst du am Anfang und am Schluss, aber ich tue es manchmal auch in der Mitte, wenn ich spüre, die Gruppe ist heute ein bisschen aufgeregt, es fehlt an Konzentration ab, uff, wir gehen von oben nach unten. Und ich integriere ganz spontan Atemübungen in der Mitte. Ah. Und ja, ja. Was ich also auch viel integriere, sind, Visualisierungsbilder. Das macht auch, dass den Stress vermindert wird. Also Mhm. da wirst du also mehr, dich konzentrieren müssen und du denkst nicht mehr an deinem Alltag, ja? Mhm. Das ja. Und was auch eine gute Möglichkeit ist, es ist, die Übungen nicht vorzuzeigen. Angenommen, ich gehe ins Tanzen und meine Tanzlehrerin zeigt mir immer alles vor. Ich kann weiterhin studieren und ich mache meine Passe, meine Jeté, meine Piqué, weil ich nur die Tanzlehrerin anschaue. Im Mhm. Pilates wird das sehr oft nur angeleitet, dass die Leute sich konzentrieren, was wird gesagt und was muss ich machen. Und so kommen sie auch aus ihrem Alltag. Sie Mhm. lernen Fokussierungsfähigkeit wieder abzurufen. Ja, Mhm. So das sind toll, wieder ein bisschen In den Moment zu in, kommen, oder? genau, genau. Und was auch noch sehr hilfreich ist gegen den Stress, sind die fließende Bewegungsabläufe. Und das mache ich immer wieder. Kleine, einfache Abläufe, die sie sehr schnell lernen können und im Fluss ausführen können, so mit schöner Musik, langsam, entspannt. Und Mhm. das hilft, ja. Mhm. Das sind Ja. ältere.
Ja, ja, die Mhm. Verbindung zwischen Mind und Body, oder? Sie müssen ihren Kopf Genau. einschalten und mit dem Körper Mhm. verbinden und dann hat Genau. man gar keine Chance, gestresst zu sein, weil man so konzentriert und im Moment ist und einfach die volle Aufmerksamkeit für den Moment braucht. Ganz genau. Das ist Ganz eine genau. super Technik. Ich finde es ganz toll für eine Und Für Stressbewältigung und da denkt man gar nicht dran, dass Pilates eine Stressbewältigungstechnik sein kann oder ist. nein, man denkt nicht dran. Aber nur rein, weil du so oft an deine Atmung denken musst, dann ist es Mhm. automatisch Stressreduzierung. Und Ja. ich muss auch sagen, also auch Kontraktion und Entspannung der Muskulatur macht, dass Mhm. wir Stresshormon abbauen. Ne? Das ist auch Mhm. ein weiteres Element, der eine große Rolle hat. Welche Ziele hast du für die Zukunft, sowohl für deine eigene Entwicklung als auch für deine Kurse? Gibt es neue Projekte oder Ideen, denen du gerade arbeitest? Also, ich arbeite kontinuierlich daran. Also, das Wissen weiterzuentwickeln ist maßgebend, um deinen Platz auf dem Markt zu behalten. Wenn du einfach nur immer machst, dass du kennst, irgendwann wirst du überholt. Und das ist sicher nicht ein von meinen Zielen. Nicht nur, weil ich weiterhin Erfolg möchte, sondern für mich, ganz allein. Für mich. Punkt. Und ob durch Weiterbildungen, Kursformat oder neue Kooperationen, das sind verschiedene Möglichkeiten. Ne? Zum Beispiel, ich könnte mir sehr gut vorstellen, mit meinem Sohn etwas aufzubauen. Er möchte gerne Bergführer werden und vielleicht kann er einmal Gruppe leiten. Und ich bin die Pilates-Lehrerin, die am Abend eine Entspannungsphase anbieten, zum Yay! Beispiel. Ja, das sind so Ideen, die in meinen Kopf durchgehen, aber was natürlich konkretisiert wird, weiß ich noch nicht. Ja, Aber super. daran bleiben, nur für mich. Mhm. Ja, Mhm. genau. Und welche Ratschläge würdest du Menschen geben, die darüber nachdenken, mit dem Tanzen, Everdance oder Pilates zu beginnen? Egal in welchem Alter. Was empfiehlst du? Also einfach anfangen, wenn schon die Lust da ist, anfangen. Ich denke, in unserer Leistungsgesellschaft haben schnell die Leute das Gefühl, dass sie perfekt sein müssen. Es ist gar nicht der Fall. Es geht vor allem darum, dass du Spaß hast. Such dir etwas aus, an welchem du Spaß hast. Nicht einfach ins Evidence kommen, aber du hast einfach die Musik nicht gerne. Ja, das bringt ja nichts. Kommt ins Pilates. Mhm. Und, ähm, und immer sich versuchen weiterzuentwickeln in dem, was man kann und akzeptieren den Moment und die Entwicklung, die ich gerade habe. Nicht nur schon denken, ich will noch mehr, sondern super, ich habe Fortschritte gemacht, wunderbar. Und in jedem Alter kann man lernen, ob Mhm. jung oder alt, man kann immer lernen. Und sich bewegen, Neues kennenlernen ist einfach, macht Spaß. Also einfach ran. Genau. Super, so schön, ein tolles Schlusswort. Vielen Ja, Dank, Stefanie, für deine bitte. inspirierenden Einblicke und die wertvollen Sehr Informationen gerne. über deine Arbeit und dein Engagement im Sehr Bereich gerne. Tanz, Bewegung und alles. Also Ja, es ist wirklich sehr gerne. beeindruckend. Ich finde es Ja. unglaublich, wie du Menschen jeden Alters wirklich begeistern kannst für Pilates, für Tanz, einfach auch in den Kontakt mit dem Körper zu kommen, so deine ganzheitliche Herangehensweise. Es geht immer um den Mensch und Mhm. das emotionale Gleichgewicht kommt auch nicht so kurz. Also ich finde wirklich super. Ich möchte Ja. an dieser Stelle noch einmal besonders auf den Everdance-Kurs hinweisen. Für alle, die Interesse haben, sich in einem geschützten Raum zur Musik zu bewegen und das Tanzen zu entdecken oder wieder zu beleben.
Stefanis Kurse bieten eine wunderbare Möglichkeit dazu, egal ob ihr schon Erfahrung im Tanzen habt oder neu in der Welt des Tanzes seid. Bei Everdance findet jeder seinen Platz. Gell, Stefanie? Genau. Jede und jeder. Danke nochmals herzlich. Danke dir vielmals und auch dir möchte ich ein Kompliment errichten. Ich finde unglaublich deine Durchhaltevermögen und wie du das so professionell abwickelst. Es ist unglaublich schön, deine Entwicklung zu beobachten, Cecile. Weiter so. Danke, danke vielmals. Und ein herzliches Dankeschön an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr heute dabei wart. Wir hoffen, dass ihr viele neue Erkenntnisse aus diesem Gespräch mitnehmen konntet. Wenn ihr mehr über Stefanie und ihre Kurse erfahren möchtet, meldet euch unverbindlich bei ihr. Dieses Interview findet ihr auf unserem YouTube-Kanal und unserer Webseite. Folgt uns für weitere Inhalte auf Instagram oder Facebook. Wir freuen uns über all eure Rückmeldungen. Mm. Bleibt in Bewegung und entdeckt die Freude am Tanzen. Bis zum nächsten Mal.